Und ich bin an ihm vorbeigegangen zu einem Gebetszettel, habe diesen abgemacht und habe zu ihm gesagt, ich sag, Bruder, was muss ich machen? Und er schaute mich an, er fing an zu weinen und er sagte zu mir, Ashhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister im Islam, liebe Besucher, liebe Gäste, ich möchte ganz kurz einmal meine Geschichte, wie ich zum Islam gefunden habe, einmal so, wie es mir möglich ist, einmal zu schildern. Ich komme aus Deutschland und ich bin damals römisch-katholisch gewesen, habe damals an Bibelunterricht teilgenommen. Ich habe die katholische Messe mitgestaltet. Mein Elternhaus ist ebenfalls katholisch, römisch-katholisch und hat auch mich so erzogen. Als eines Tages für mich die Welt zusammenzubrechen schien, das war der Moment, wo sich meine Eltern geschieden haben, bin ich etwas aus den Rudern geraten. Wir haben damals unsere Heimat verlassen, wir sind weggezogen in ein neues Umfeld rein für mich. Ich war damals Anfang der pubertären Phase und habe dann viele ausländische Freunde gewonnen, Muslime sowie auch Nicht-Muslime. Und mich haben immer sehr fremde Kulturen interessiert und natürlich auch deren Küche und natürlich auch das Schicksal von vielen Ausländern, die hier in Deutschland zu Hause sind. Und auf jeden Fall habe ich auch einen türkischen Freund gehabt damals, den ich dann eine Zeit lang aus den Augen verloren gehabt habe, leider. Und ich wusste immer, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo sich für mich persönlich alles ändern wird. Meine Vergangenheit war nicht sehr prächtig, ich habe sehr viel erlebt, ich habe sehr viel schlechte Dinge getan und möge Allah mir vergeben. Und aber ich habe vom tiefsten Inneren habe ich immer geglaubt, zwei Dinge. Das erste war von Kindheit an, ich habe nie geglaubt, dass Jesus, Isa Assalam, gekreuzigt worden ist. Das von meinem Innersten her. Und das zweite ist, ich wusste, es wird einen Tag geben, an dem sich für mich persönlich alles verändern wird. Es wird nichts mehr so sein, wie es mal ist, wie es mal war. Und als ich meinen Freund wieder getroffen habe, durch wirklich einen Zufall, und er stand vor mir mit so einem langen Bart. Ich sag, Ari, was ist mit dir passiert? Er sagte zu mir, ja, ich bin von Hadsch gekommen. Er hat seine Pilgerfahrt gemacht. Und er lud mich ein, bei sich zu Hause zu einem Tee, um einfach mal sich wieder näher zu kommen. Und bei den ganzen Gesprächen, die dort stattgefunden haben, wo er mir über den Islam erzählte, über Mohammed sallallahu alaihi wasallam, über den Propheten Mohammed, ist bei mir eine innerliche Ruhe aufgetreten. Ich merkte, ich bin dieser Veränderung sehr nah. Und als er mir erzählte, dass im Islam laut Überlieferung Isa, Jesus, nicht gekreuzigt worden ist, bin ich sozusagen schweißgebadet nach Hause gefahren und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Also ich war wirklich total aufgewühlt. Und ich bin dann einfach aufgestanden, ich bin zu meinem Freund gefahren, habe dort Sturm geklingelt und er macht die Tür auf, total geschockt. Und ich bin an ihm vorbeigegangen zu einem Gebetszettel, habe diesen abgemacht und habe zu ihm gesagt, ich sag, Bruder, was muss ich machen? Und er schaute mich an, er fing an zu weinen und er sagte zu mir, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Und ich wollte ihm das in einer kurzen Form
einmal vermitteln, damit sie sehen, dass auch wir in Deutschland uns Gedanken machen und dass es mit Sicherheit auch in unserem Teil der Welt Menschen gibt, die noch vielleicht einen kleinen Anschubser brauchen, weil sie selber sehen, das, was in unserer Gesellschaft passiert, was in unseren Familien passiert, dass das so nicht das Richtige sein kann. Und ich möchte mich verabschieden und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kisah mualaf dunia terbaru hari ini, jangan lupa subscribe.